Wir freuen uns, dass wir heute ein bisschen was erzählen können. Wir haben das Ganze in 2 Teile unterteilt. Ich würde von der Horizon-Seite den Anfang machen, kurz mal so ein bisschen das ganze Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, von der technischen Plattformseite betrachten, und dann im Nachgang wird Timo uns dann ein bisschen mitnehmen in die Welt der Anwendung und der Praxis und hat dann auch nochmal ein praktisches Beispiel dabei. Und ja, darum würde ich es gar nicht so lange in die Länge ziehen, würde es kurz und kompakt halten. Was wichtig ist, ein bisschen aus der Plattformsicht, weil wir als Horizon genau dieses Thema ja behandeln. Genau, starten wir rein. Thema ist, dass immer mehr Unternehmen wieder anfangen, KI oder AI-Anwendungen selber bauen zu wollen, zu betreiben zu wollen, unter eigener Kontrolle zu haben. Was sind dafür grundsätzlich die Motivation, was ist der Grund dafür? Das ist ein bisschen die Grundlage. All das, was uns da aber gerade beschäftigt, das heißt souveräne AI ist so ein bisschen die Überschrift, ist natürlich ein Thema, was politisch getrieben wurde oder wird ganz massiv in dieser heutigen Zeit. Das heißt, es gewinnt absolut an Bedeutung, Daten, die wirklich wichtig sind und wirklich auch, und da sprechen wir bei AI ja wirklich über die Kronjuwelen im Unternehmen, die man benötigt, um auch wirklich nachhaltige und wirklich performante AI-Lösungen zu haben, heißt es automatisch, dass man sich auch hier öffnet und eigene Daten zur Verfügung stellt. Und das muss natürlich in einem Umfeld geschehen, wo man sicher ist, dass das nicht in die weite Welt geht. Das Thema Flexibilität ist auch ein großer Punkt. Unternehmen sind immer flexibler, haben viele Insellösungen im Unternehmen unterwegs, die sind gewohnt, flexibel zu arbeiten in der heutigen Zeit und nicht mehr in proprietären Systemen unterwegs zu sein. Und das Ganze ist dann wirklich wichtig, hier auch im Bereich offene Standards unterwegs zu sein. Wie ist die Ausgangslage, wie ist die Situation momentan? Und zwar, natürlich gibt es da draußen die Hyperscaler. Wir haben jetzt hier ein bisschen die Kritik an Hyperscaler-Modell mit reingenommen, so ein bisschen auch der SCS. Und wir engagieren uns ja sehr im SCS. Hat sich auf die Fahne geschrieben, hier auch so ein bisschen die europäische Antwort zu liefern. Von daher darf dieser Teil natürlich auch nicht fehlen von unserer Seite. So ein bisschen das Hyperscaler-Modell auch so ein bisschen vielleicht ein bisschen in Frage zu stellen, wobei es natürlich für uns auch eine Relevanz hat. Aber was ist die Situation? Hyperscaler bieten ohne Frage hohe Innovationsgeschwindigkeit, sind schnell im Ausbau, schnell in der Produktentwicklung, bieten eine einfache Bereitstellung von Services, aber gleichzeitig auch, und das ist der Grund, den wir gerade erleben, oder die Situation, die wir gerade erleben, eine mangelnde Datensouveränität und vor allem gerade bei AI-Workloads auch durchaus undurchsichtige Kostenmodelle. Dann ist es natürlich auch der Antrieb, die Themen wieder in die interne Kontrolle zu bringen, wobei es nicht heißt, dass es auch intern laufen muss, weil sie einfach den Einflussbereich wieder bei sich haben wollen, die Kontrolle. Und dafür sind dann entsprechend souveräne Cloud-Anbieter eine Option, wenn man es nicht im eigenen Hause abbilden kann, was bei KI-Workloads ohne Frage nicht ganz trivial ist. Vielleicht hier kurz nochmal eine Gegenüberstellung. Wie gesagt, das ist so ein bisschen die Situation, in der wir uns befinden. Links die Hyperscaler, so ein bisschen die schwarzen Schafe, vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, aber grundsätzlich die Themen sind dann doch schon grundsätzlich Fakten. Hyperscaler, hoher Vendor-Login, man hat die Datenhoheit abgegeben. Bei AI durchaus kann es auch eine Blackbox werden, da kann Timo vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, über das Thema. Die unkontrollierbaren Kosten, gerade bei AI erleben wir immer wieder, dass AI oder AI-Workloads oder AI-Prozesse entworfen werden, intern getestet werden, für gut befunden werden, intern dann ausgerollt werden, und sobald die Mitarbeitenden quasi anfangen, das zu nutzen, fliegt nach einem Monat komplett die Kostensicherung raus. Das ist halt ein Thema, das erleben wir durchaus. Und ganz klar, geopolitische Risiken, das sind mit Abstand die größten Treiber momentan für die Souveränität. Auf der anderen Seite haben wir natürlich mal einen souveränen Cloud-Service-Provider genommen, den wir gut kennen. Das sind wir selbst. Wir bieten hier als Antwort natürlich genau das Gegenteil. Offene Standards mit OpenStack, SCS, Kubernetes lokal. Wir halten uns an die EU-Datenhaltung und an die Datenvorschriften, Datenstandards, bieten transparente AI-Stacks, Open-Source-Modelle. Wie gesagt, das ist Timos Part. Europäische Souveränität ist in unserer DNA, erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, was wir darunter verstehen. Und
ganz wichtig, was uns auch auszeichnet. Wir haben uns auch das Thema Nachhaltigkeit ganz groß auf die Fahne geschrieben. Das ist unser zweites großes Thema nach dem Thema Souveränität. Das heißt, zusammenfassen, wir verwandeln Risiken in Kontrolle und das ist das, was souveräne AI und generell souveräne Infrastruktur aus unserem Verständnis her braucht. Was bedeutet dann überhaupt Souveränität? Das ist auch oft so, wenn wir mit Partnern sprechen, mit Kunden sprechen, dann haben alle oder viele unterschiedliche Meinungen, beziehungsweise Meinungen sind die gleichen, aber verschiedene schwere Grade von Souveränität. Für manche reicht schon aus, wenn AWS in Deutschland einen Standort erschließt und sagt, wir haben jetzt hier die AWS GmbH. Und für uns als Horizon kann man ganz klar sagen, wir verstehen Souveränität im ganzen Umfang. Das heißt, uns ist wichtig, dass auch alles, was hinter dem Service steht, das heißt die Gesellschafter, Investoren, die Infrastruktur, die Beschaffung etc., wobei die Beschaffung natürlich immer ein bisschen mit einem Sternchen versehen ist, weil da ist man vom globalen Markt abhängig. Aber alles andere muss und sollte in europäischer Kontrolle sein, um auch wirklich sicher zu sein, dass Workloads und auch gerade die Abhängigkeiten jederzeit klar zu steuern sind und zu wissen sind. AI-Workloads, die souverän sein sollen, brauchen, so steht es dran, auch souveräne Infrastruktur, weil hier auch wirklich wichtig ist, dass, wie ich es vorhin schon sagte, sensible Trainingsdaten oder generell IP vom Unternehmen immer geschützt werden muss. Gleichzeitig braucht man natürlich offene APIs und das ist das, was Open Source grundsätzlich mitbringt. Das heißt, kein Vendor-Login, man will flexibel sein, man will die Möglichkeit haben, auch Daten zu verlagern, auch da immer mit der Kontrolle, wo die Daten liegen. Und das ist auch das, was entsprechend zum Glück auf dem europäischen Markt jetzt immer mehr passiert, dass halt auch Cloud-Anbieter entsprechend sich darüber Gedanken machen, hier ein souveränes Angebot zu schaffen. Und auch wir als Horizon engagieren uns ja im SCS aus dem Grunde, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam eine Antwort bieten und hier auch einen Gegengewicht in Zukunft schaffen. Was sind die Anforderungen von souveräner AI an zum Beispiel Infrastructure as a Service, also quasi und die Plattform, also die Services, die oben drauf liegen? Ich glaube, da erzähle ich nichts Neues. Ich würde es trotzdem der Vollständigkeit halber kurz erwähnen. Ganz wichtig, skalierbare Ressourcen, sei es Compute, sei es GPUs. Das ist wichtig, um auch genau hier wirklich zu sagen, was sind Trainingsdaten, was sind Inference-Daten, was sind der Betrieb, was ist wirklich notwendig. Auch hier erleben wir immer, dass natürlich gerne mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Hier gilt es einfach auch zu unterscheiden oder rauszufinden, was ist die richtige Plattform, die richtige Hardware für meine KI. Das ist auch der zweite Punkt, leistungsfähige Datenbereitstellung, das heißt Datenbanksysteme, performante Infrastruktur. Niedrige Latenzen ist natürlich mit dabei. Und ganz am Ende Orchestrierung, Monitoring versteht sich von selbst. Das heißt, das Ganze muss natürlich auch dann skalierbar funktionieren. Hier noch so ein bisschen die Infrastrukturperspektive in den 3 Schichten, Compute, Storage, Netzwerk. Das heißt, die Anforderungen sind ganz klar skalierbare Ressourcen und der souveräne Nutzen dabei Kontrolle über Performance und Kosten, große Datenmengen, hohe Durchsätze beim Storage, der Nutzen, Daten bleiben im definierten Rechtsraum, wenn sie souverän bei einem Provider abgelegt werden, der sich an die Spielregeln hält, und Netzwerk, niedrige Latenzen gleich und Isolation, das heißt eigenes Netzwerk, sichere, nachvollziehbare Kommunikation. Der Plattform-Layer, da kommen wir dann schon in die nächste Ebene und das ist durchaus ein Thema, mit dem wir uns dann auch beschäftigen müssen. Infrastruktur as a Service reicht am Ende dann nicht aus, wenn man bei AI ist. Und das wird Timo da gleich tiefer einsteigen, weil da sind wir schon im Bereich Plattform. Was ist da gefragt? Ganz klar Automatisierung, Containerisierung, Cloud Native und auch hier Sicherheit, Nachvollziehbarkeit, auditierbare Prozesse, um auch hier sicherzustellen, dass Daten, die da verarbeitet werden in einem solchen Prozess, die sind sensibel, entsprechend auch nachvollziehbar, sicher abgelegt sind und verarbeitet werden. Und ganz klar, Kubernetes ist da die Speerspitze und quasi Standard in diesem Bereich. Jetzt gehen wir ein bisschen auf den Thema OpenStack. Das ist ja quasi auch unser Fundament, das wir aus dem SCS verwenden. Das heißt, das ist unser Mittel der Wahl, was das Thema souveräne Infrastruktur angeht.
Was sind die Vorteile dabei? Was, wenn wir OpenStack nutzen? Wir haben volle Kontrolle durch Open Source oder auch der Partner, Kunde, der es nutzt, der kann es ja quasi auch OpenStack bei sich on-prem betreiben. Das ist ja kein exklusives Cloud-Service-Thema. Was bringt OpenStack mit sich? Standardisierte APIs. Das heißt, hier auch kein Vendor-Login, hohe Flexibilität beim Hin- und Wegziehen, Infrastructure as Code, 100% nativ. Beim Thema GPU-Ressourcen oder AI bietet OpenStack direkte GPU-Unterstützung, heißt hier auch virtuelle GPUs können im OpenStack bereitgestellt werden und genutzt werden und das Ganze souverän und dadurch erreicht man die langfristige Sicherheit und auch Nachhaltigkeit. OpenStack als Infrastrukturschicht ganz oben, Kubernetes als Plattformlayer, so eben schon gesagt, da drüber oder als Beiwagen die GPU-Ressourcen, die zwingend bei den meisten AI-Projekten noch benötigt werden. Das wird sich in Zukunft, glaube ich, oder glauben wir auch ein bisschen ändern, dass die CPUs auch wieder ein bisschen mehr die Oberhand gewinnen und für Standard-AI-Prozesse auch immer mehr CPU-Workloads wieder entstehen werden und das Ganze hochautomatisiert durch APIs getrieben. Hier nochmal kurz die zusammengefasst OpenStack-basierte Souveränität versus Hyperscaler, Kontrolle, vollständig beim Partner, beim Kunden in der souveränen Cloud, Hyperscaler begrenzt stark abstrahiert, also stark unbekannt, Vendor-Login gering, hoch bei den Hyperscalern, Datensouveränität klar definierbar, Hyperscaler oft eingeschränkt oder halt mit gewissen Kröten, die man dann schlucken muss und entscheiden sollte, ob man sie schlucken kann. Kurz zu uns als Horizon. Ich habe schon ein bisschen schon erwähnt, was wir tun. Wer uns noch nicht kennt, wir sind Horizon Cloud. Wir sind ein Cloud-Service-Provider, der sich das Thema Souveränität und Nachhaltigkeit groß auf die Fahne geschrieben hat. Wir sind 100%ige Tochter der Hochtief, dem Baukonzern. Der eine oder andere kennt ihn, einer der größten Baukonzerne Europas. Das macht uns auch so besonders. Das heißt, die Hochtief baut unsere Standorte, unsere Infrastruktur. Hier im rechts im Bild sieht man so ein bisschen, wir bauen Rechenzentren oder die Hochtief baut Rechenzentren aus Vollholz, die wir dann bewirtschaften und vermarkten. Was erreichen wir dadurch? Das ist das Thema Nachhaltigkeit. 40% weniger Stromverbrauch, 75% weniger Fläche. Wir nutzen direkt Wasserkühlung und direkt Flüssigkeitskühlung. Dadurch können wir IT sehr, sehr eng packen und haben dadurch eine hohe Leistungsdichte. Und wir können 80% der Energie, die wir vorne reinstecken zum Betrieb, hinten dann auch als Fernwärme wieder rausgeben. Wir heizen ein Schwimmbad oder auch die lokale Infrastruktur. Was ist unser Thema, wenn wir über Souveränität sprechen und das Thema Infrastructure Service? Das heißt, wir bieten diese souveräne Cloud-Infrastruktur von hinten bis vorne. Das heißt, wir betreiben Standorte ausschließlich in Europa mit europäischen Partnern und europäischen Investoren, betreiben das Ganze mit souveräner Software aus dem SCS und vermarkten das. Als Plattform-Service bieten wir das, was benötigt wird. Und was wir ganz klar auch als Ziel haben, wir sagen, wir wollen kein Vendor-Login fördern oder auch haben. Das heißt, wir setzen das um, was jetzt auch an alle anderen Anbieter gefordert wird, jetzt schon und sagen, Kunden haben die Wahlfreiheit, welche Plattform sie nutzen sollen. Und das Ganze natürlich hochsicher. Und was uns besonders macht, vielleicht noch erwähnt, ist das Thema, dass wir kleine Rechenzentren bauen als Edge-Rechenzentren. Das heißt, wir bauen keine großen Standorte, sondern über Europa verteilt kleine 2 Megawatt Edge-Rechenzentren, sodass man als Kunde, Partner jederzeit entscheiden kann, sollen meine Daten in einer Region liegen, vielleicht sogar bei mir vor der Haustür oder möglichst weit weg oder an mehreren Standorten verteilt. Also auch hier das Thema Multicloud in der Cloud. Was ist unser konkretes Angebot? Ganz klar, was das Thema souveräne AI angeht oder Private AI, ist das Thema offene, OpenStack-basierte Open Source Cloud, GPU-Service von Bare Metal bis virtuelle GPUs in Zukunft, Managed Kubernetes als Plattform und dann entsprechend Plattformkomponenten, die durchaus auch von unseren Partnern auch da, Timo wird gleich ein bisschen mehr darüber erzählen, in Zukunft kommen können, die das Ganze dann quasi erweitern und veredeln.
Am Ende sollte rauskommen bei dem ganzen Thema, bevor ich an Timo übergebe, ganz wichtig, eine technologische Unabhängigkeit. Das sollte auf jeden Fall Ziel sein. Das heißt, eigene AI-Workloads auf einer souveränen Cloud, vollständig in Europa und die Datenhoheit entsprechend gesichert haben. Aus unserem Verständnis sollte es mittlerweile oder momentan oder in Zukunft selbstverständlich sein, dass man auch das Thema Nachhaltigkeit im Fokus hat und guckt, okay, wo laufen meine Workloads, laufen die möglichst CO2-freundlich, in unserem Fall sogar in einem grüner Engel zertifizierten nachhaltigen Rechenzentrum und tut auch noch was für sein ESG. Und das Ganze am Ende sichert dann auch wirklich die langfristige AI-Kompetenz im Bereich und sichert auch dann entsprechend die Wettbewerbsfähigkeit. Genau, das soweit von mir als Einleitung, als kleiner Einstieg. Und jetzt übergebe ich gerne an Timo. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch, ich übernehme mal das Bild, freue mich auch über die schon mal eingangs gezeigten Inhalte. So, jetzt gucke ich mal, dass ich das parallel schaffe. Ja, da habe ich es auch. So, und du hättest fast nicht mit einer besseren Folie am Ende enden können. Genau das sind die drei Kernpunkte, die wir uns natürlich wünschen, wenn wir uns auf die Anwendungs- oder auf die KI-Schicht konzentrieren. Und für uns ist dann natürlich auch immer entscheidend, am Ende zu verstehen, wie kriegen wir da eine Infrastruktur aufgebaut in Europa, die auch sich über die nächsten Jahre noch weiter aufbauen kann, weil wir wissen ja alle, dass natürlich extrem viel von dem, was wir jetzt in den Anwendungen schon verbauen und uns auch davon versprechen, noch sehr stark wachsen wird in nächster Zeit. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Thema, was wir uns am Ende nochmal mitnehmen können in die Diskussion, zu verstehen, wie kriegen wir dann da die Infrastruktur auch weiter ausgebaut, dass wir genau solche Anwendungen dann laufen lassen können. Freue ich mich sehr drauf. Ich würde mal kurz zu mir starten. Man sieht es schon auf der Folie. Ich bin Timo, ich bin Co-Founder von Genau, konzentriere mich da auf den technologischen und auf den Engineering-Teil unseres Produktes. Und wir hatten es in der Einladung schon stehen. Unser Thema ist, oder das Aufhängethema jetzt für heute ist, Unternehmen bauen ihre Software wieder selbst. Und was heißt das, diese souverän zu bauen und souverän zu betreiben? Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen, die ihr vielleicht mitbekommen habt. Klarna hat seine Salesforce einfach selbst nachgebaut. Habt ihr das mitbekommen? Klingt wild und so wurde es auch berichtet. Und das ging dann richtig los im Jahr 2024, Ende 24, und da wurde ein öffentlicher Ping-Pong raus. Zuerst gab es ein geleaktes Investoren-Call von dem Klarna CEO, der gesagt hatte, wir fahren Salesforce-Systeme runter und auch wenig später werden wir Workday runterfahren. Wir werden das alles konsolidieren. Und daraufhin wurde dann der Salesforce-Chef auf der Dreamforce-Bühne angesprochen und sollte dazu Stellung nehmen und hatte sich gefragt, wenn die das jetzt runterfahren und selber machen, und das als Sprachmodell oder in einem Sprachmodell betreiben wollen, wie werden sie das ganze Thema Compliance, Governance und auch ihre Datenhaltung denn abbilden? Und das war natürlich so nicht geplant, dass dieses Statement oben geleakt wurde, und daraufhin war dann auch der Chef von Klarna etwas peinlich berührt und hatte gesagt, ja, nee, das tut mir leid und es ist wahrscheinlich eher andersrum. Wir haben eigentlich nie jetzt ein Salesforce selber gebaut in dem Sinne, sondern es ging einfach nur darum, die Datensilos aufzubrechen, die Daten und die Logik selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist natürlich das, was, glaube ich, auch viele Unternehmen, und wir haben es jetzt auch gerade eben schon gehört, in den Inhalten von dir, dass wir das natürlich auch verstärkt gerade als Motivator sehen, Software oder Softwarelogiken wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und das Spannende dabei ist, und ich glaube, das ist auch dieser antreibende Faktor, den wir alle jetzt in uns haben, wir fühlen uns natürlich mit KI-Diensten und Sprachmodellunterstützung in der Entwicklung dazu auch richtig ermächtigt, jetzt die Softwareentwicklung wieder in die Hand zu nehmen, an vielen Stellen, wo wir sie nicht mehr selber betrieben haben und wo wir es einfach Softwarelösungen zugekauft haben. Und das bringt uns wieder zu zwei
völlig altbekannten Fragen, die sich neu stellen. Und die erste ist dabei, was selbst bauen und was zukaufen. Also wo schafft der Eigenbau einen echten Vorteil und wo ist es eigentlich nur Commodity, die ich nachbaue? Und was heißt es eigentlich, das Selbstgebaute souverän bereitzustellen? Wo liegen meine Daten? Wer betreibt es? Wer hat die Kontrolle über Modelle, über die Kosten, über den Zugriff? Und was wir, bevor wir dem jetzt ein bisschen weiter nachgehen, was wir schon mal festhalten können, dass viele deutsche Unternehmen sich genau von diesen bisher zugekauften Lösungen, zugekaufter Software auch sehr stark abhängig fühlen. Und das ist also wirklich ein großes Thema und ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Gut, also was könnte jetzt also passieren? Erstmal können wir festhalten, es wird schon viel, viel mehr gebaut über die letzten Jahre. Das heißt, ein paar Dinge können wir schon mal aus den Zahlen lernen. Jetzt ist es natürlich nicht so leicht, aktuelle Statistiken zu finden, die uns wirklich zeigen, was selbst gebaut wird und wo auch solche Projekte erfolgreich sind und wo sie vielleicht auch weniger erfolgreich sind und wieder zurückfahren. Was wir aber schon mal uns so ein bisschen vielleicht als Referenz nehmen können, ist eine Statistik hier aus dem App Store, die einfach mal zeigt über die letzten Jahre, wie viel an Apps gebaut wurden und wie viele Apps auch genutzt werden. Das ist die dunkelgrüne Linie und dann die auch gereviewt und auch freigegeben sind. Und das Spannende an dieser Folie, und ich glaube, das ist das, was auch wunderbar so die eigene Gefühlswelt widerspiegelt, dass immer mehr gebaut wird. Also die Releases in den letzten Jahren, die gehen wirklich stark hoch. Das ist ein regelrechter Boom seit Agentic AI von App-Releases. Aber die Nutzung bleibt flach und die Reviews, die fallen. Und das zeigt, wir haben zwar mehr Commits, wir haben zwar mehr, was gemacht wird, aber nicht alles davon erreicht wirklich Releases und nicht alles davon konvertiert wirklich in Nutzung. Das heißt, was wollen wir denn eigentlich selber bauen? Wir werden das sicherlich nicht einfach nur tun, um uns am Ende einen Spaß zu bereiten. Ein paar Dinge machen wirklich Spaß, das kann ich aus eigener Seite sagen, aber ein paar Dinge machen wir auch, weil wir uns natürlich ernsthaft wieder mit dem Thema beschäftigen. Wo ist unsere Trennlinie zwischen dem, was wir uns zukaufen und was wir selbst bauen? Und das stellt sich, denke ich, jeder hier in der Runde und auch jedes Unternehmen heute noch umso intensiver, diese Frage. Und einerseits ist es natürlich für uns super, dass wir Stacks haben, die sind Open Source. Das heißt, das sind natürlich wirklich Punkte, wo man sagen kann, hier kann ich mir Funktionalität noch nicht mal mehr zukaufen, aber Funktionalität sozusagen beschaffen. Und ich habe auch natürlich auch Infrastruktur, die ich mir auch in dem Sinne dann aber am Ende auch zukaufen kann, statt jetzt hier Server selber hinzustellen, weil ich mir jetzt auf meiner Ebene, auf der ich Applikationen baue, eigentlich dadurch nicht wirklich eine Differenzierung verschaffen kann. Wobei, jetzt muss man ein kleines Sternchen dran setzen, wenn ich so an die Folien jetzt sozusagen vor mir denke, sind das natürlich Differenziatoren, die ich mir da holen kann. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Ich kann jetzt auch aktiv entscheiden, selbst auf der Infrastrukturschicht, ich möchte europäisch laufen, ich möchte nachhaltig laufen. Also das ist in dem Sinne natürlich auch nochmal mit einem kleinen Sternchen zu versehen. Aber die wenigsten werden jetzt sagen, ich baue mir eine Suchmaschine, die das ganze Web indiziert, weil wenn ich da jetzt, um sozusagen nochmal zu einem anderen Beispiel zu kommen, wenn ich da nämlich Funktionalität finde, die ich mir beschaffen kann, ohne jetzt die ganze Infrastruktur dafür zu brauchen, ohne da die ganze Logik für aufbauen zu müssen, dann ist es natürlich extrem einfach, auf solchen Lösungen aufzubauen, auf solchen Lösungen zu fußen. Und das ist auch, denke ich, gerade so in den Bereichen, wir haben ja noch mal ein paar andere Beispiele, CRM, ERP, Buchhaltung, HR-Tools, da hängen natürlich viel, viel mehr als Themen dran, als nur Funktionalität. Das ist natürlich auch, wie wird das Ganze compliance-gerecht betrieben, wie wird es weiterentwickelt, wer macht sich überhaupt die Gedanken im Unternehmen, wie so ein Tool wettbewerbsfähig oder differenziert bleibt. Und bei solchen Tools und gerade auch da würde ich sagen, auf der Daten- und Logikebene verschafft man sich nicht wirklich einen Vorsprung, sondern das sind die Dinge, die man, wenn man da jetzt nicht sich mit differenziert in seinen eigenen Prozessen und Produkten,
in denen man sich gerne Lösungen beschaffen kann. Ganz dagegen jetzt der rechte Teil, der, denke ich, sehr, sehr spannend ist, weil wir natürlich hier auch nochmal einen Boost erfahren durch die ganzen KI-Agenten in der Entwicklung, dass wir uns auf die Teile konzentrieren, wo wir mit eigenen Daten arbeiten, wo wir an den eigenen Workflows schrauben und wo wir uns echte Vorteile verschaffen können. Und das sehen wir jetzt immer mehr. Das ist auch, glaube ich, die spannende Schicht für viele Unternehmen. Man sollte auch, denke ich, in dieser ganzen Debatte gerade wirklich sich diese Frage immer mal wieder stellen, weil wenn man erstmal anfängt, ganz, ganz viel von Grund auf wirklich selber zu bauen, und nicht auf guten Lösungen aufzubauen, wie wir sie jetzt ja vorab schon gesehen haben, dann macht man sich natürlich wirklich auch viel, viel Arbeit. Und dann geht es nicht nur darum, die Lösungen einmal aufzubauen, sondern sie wirklich zu betreiben. Und das heißt, man führt eigentlich ein Produkt. Und da muss man sich wirklich, glaube ich, gut überlegen, welche Produkte möchte ich wirklich führen und bei welchen kaufe ich mir eben gute Produkte hinzu. So, und für mich war da so ein Zitat sehr eindringlich und sehr nachvollziehbar und das zeigt, glaube ich, ganz gut heute in dieser ganzen KI-Debatte und KI-Welt zum schnell bauen und bereitstellen oder eben was auch zukaufen oder eben in was richtig mit voller Energie aufzugehen, ist natürlich das Beispiel jetzt auch vielleicht aus der Musikbranche, dass es wirklich so ist, dass jeder heutzutage mit KI-Tools schnell einen Song produzieren kann, aber alleine, und wir haben es ja auch vorhin in der Grafik gesehen, an den App-Releases, einen Hit zu landen, also richtig Nutzung zu erzeugen, da trennt sich die Spreu vom Weizen und das ist schon fast heute umso schwieriger geworden. Ja, so ist es bei Software auch, also bauen ist leicht, aber wer verantwortet Korrektheit, Haftung und Sicherheit und wer traut sich auch zu, solche Lösungen über Jahre hinweg anzubieten und zu supporten? Und das ist natürlich was, wo man starke Partner braucht, die auch die wichtigen Lösungen, gerade die wichtigen Infrastruktur- und Plattform-Layer bieten, dass ich nicht nur kurzfristig einen Erfolg und einen Nutzen aus meinen Tools ziehen kann, sondern auch über die Zeit wirklich eine verlässliche Infrastruktur habe. Und wir sehen jetzt auch schon, dass natürlich durch mehr KI in der Branche auch sich die Geschäftsmodelle ändern. Also viele merken dadurch, dass viele mehr selber bauen, dass sie auch oder auch mehr KI einbauen in ihre Tools, dass sie natürlich auch ein bisschen ihre Geschäftsmodelle verändern müssen. Dieser Schock, der kurz in der SaaS-Branche kam, der war nicht ganz ohne Grund. Also der war natürlich darauf ausgelegt, dass bisher immer gerechnet wurde in Seed-Pricings. Und es wurde immer gesagt, okay, so viele Nutzer und so viel Potenzial mit so vielen Unternehmen weltweit, mit so vielen Mitarbeitern gibt es noch in diesem Markt zu decken. Heute ist es so, dass sich viele Anbieter auch anpassen und sagen, nee, wir gehen eigentlich weg von einem reinen User-Based Pricing. Wir schauen uns, es geht auch auf der anderen Seite wirklich schwer, weil wir natürlich Tokens und Sprachmodelle mitrechnen müssen. Wir gehen mehr rüber zu so Hybrid-Pricings. Und das ist nicht was jetzt irgendwie übermorgen erst passiert, sondern das ist schon viel im Gange und passiert auch selbst bis Ende dieses Jahres laut Studien noch viel, viel mehr, dass dann so über 50% schon auch Hybrid-Pricings in der Softwarebranche einführen werden. Da haben wir natürlich in den Momenten, wo wir sagen, wir wollen jetzt wirklich selber bauen, haben wir natürlich einen Vorteil, weil wer baut und wer selbst betreibt, der zahlt jetzt nicht am Ende Tokens im Sinne von Add-ons zu dem User-Pricing, sondern der zahlt am Ende wirklich die eigene Compute und die eigenen Tokens und hat auch die Kontrolle darüber. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, weil das ist am Ende wirklich ein Thema, das können schon, also eigentlich kann das keiner so richtig seriös vorhersagen, wie jetzt Consumption, Qualität und auch Nachfrage sich weiterentwickeln werden, gerade in so einem gehypten Bereich wie Sprachmodelle und KI. Und da mal zu sehen, wie sich die Kosten und die Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Da gibt es einfach etliche Szenarien, die man da durchspielen kann. Aber es bleibt am Ende ja doch dann auch ein bisschen offen zu sehen, wie es wirklich weitergeht, wenn so viel Geld auch noch investiert wird.
So, was haben wir gemacht? Und jetzt kommen wir zu dem versprochenen Praxisbeispiel in wenigen Folien. Ich bringe auch gleich mal ein kurzes Video mit, was die Plattform live zeigt. Wir haben eine souveräne KI-Plattform gebaut, die eben souverän betrieben werden kann. Wir können auf einer Horizon oder anderen Plattformen laufen und damit auch in diese Plattformen unsere Inhalte, unsere Daten reinspielen, sodass diese Schicht, wie Tokens, wie Sprachmodelle eingesetzt werden, aber auch wie Daten gemanagt werden, immer in der Kontrolle und am Ende auch in der Hoheit der Kunden liegen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben gesagt, und da ist, glaube ich, auch der entscheidende Teil, dass ich jetzt nicht nur an einzelne Softwarelösungen und an einzelne Agentenlösungen denke, sondern wir haben gesagt, wir bauen eine Plattform, die eigentlich mir ermöglicht, alle meine Workflows abzubilden, aber auch meine Grundprozesse mit Sprachmodellen und mit Agenten zu ermöglichen. Und das heißt, ich muss jetzt nicht morgen ein Tool für einen Sales, für HR, für RFP-Prozesse etc. Einzeln einführen, sondern ich kann das eben auf einer souveränen Plattform mit einer Software, die mir all diese Use Cases, die ich dann selber konfiguriere und am Ende auch selber auf einer Infrastruktur habe, kann ich das Ganze umsetzen. Wir haben dafür 3 Building Blocks, also 3 Bausteine entwickelt. Das eine sind die Agenten, die laufen, die man zentral managt. Das heißt, wenn man in einer Organisation ist, 100, 200 Mitarbeiter oder sogar bei Kunden mit 80, 90.000 Mitarbeitern, dann werden die zentral in der IT gemanagt, zentral verwaltet, die ganzen Zugriffsrechte, die ganzen Integrationen in verschiedene Systeme und letztendlich können dann viele Mitarbeiter, da muss auch nicht jeder ein Prompt-Experte sein, mit diesen Agenten in gleicher Qualität arbeiten und können dann auch das ganze Monitoring und Qualitätssicherung dieser Agenten verwalten. Ja, darunter ist so der Bereich Cowork, was wir jetzt ja auch gerade vermehrt als Begrifflichkeit kennen, diese persönliche Arbeit, die persönlichen Prozesse, die auch mal individueller werden, was wir als einen zweiten Building Block unterstützen und zu ganz allerletzt hier noch die Chats, so das klassische schnelle Interagieren mit einem Sprachmodell. So, dafür habe ich mal ein kurzes Video mitgebracht. Wir sehen hier links Gemma 4 als Modell und wir sehen hier rechts Gemini 2.5 Pro. Die ganze Plattform läuft so, dass sie eben am Modell agnostisch ist und auf Kubernetes betrieben werden kann. Wir hatten das ja vorhin schon mal als ein Basislayer gesehen. Und die Abfragen wurden relativ zeitgleich abgeschickt. Ich habe es so versucht zu schneiden, dass sie sogar nur so eine halbe Sekunde Verzögerung untereinander hatten. Und ich habe mal gefragt, in dieser Frage hat Klarna Salesforce rausgeworfen und alles durch ein LLM entwickeltes System ersetzt. Und man hat gesehen, dass dafür mehrere Subfragen erstellt wurden, nach denen auch recherchiert wurden. Das war jetzt kurz rechts und links zu sehen und am Ende wurde eine Antwort gegeben und rechts sieht man eben die Antwort von Gemini 2.5 Pro und ich gehe hier nochmal weiter, dann sehen wir den letzten Screenshot. Und links sehen wir die von Gemma 4. Und ich hatte dieses Beispiel mal jetzt mitgebracht für das Webinar heute, weil was wir jetzt gesehen haben in dieser ganzen KI-Entwicklung, ist, dass die Sprachmodelle, die jetzt Open Source verfügbar sind, die ich mir auch selbst souverän betreiben kann auf einer Horizon, dass diese Sprachmodelle schon einiges an Qualität und einiges an Performance mitbringen, die eigentlich den internen Einsatz und den internen Nutzen wunderbar abdecken können. Entscheidend ist natürlich trotzdem, wie ich sie zum Einsatz bringe, aber alleine jetzt so von dieser gar nicht mal so einfachen Frage und ich kann als kleinen Seitenhieb und als kleine Vorbereitungsanekdote mitbringen, dass als ich das für die Präsentation recherchiert habe, wurde ich erstmal von einem anderen amerikanischen Chatmodellanbieter auf die falsche Fährte gelockt. Da hieß es nämlich, Salesforce hat komplett andersrum, Klarna hat komplett Salesforce abgelöst mit einem LLM-Modell und letztendlich ist das nicht die ganze Wahrheit. Die Folie sah aber ursprünglich anders aus durch diese ursprüngliche Abfrage. Wenn ich jetzt aber hier wirklich in die Tiefe gehe der Informationen, und das ist auch das, was unser System macht, und da ist es eben nicht entscheidend, ob das Modell eben ein Gemma 4 ist oder ein Gemini 2.5 Pro, dann kann ich schon deutlich
kontrollierter auch auf solche Antworten und auf solchen Einsatz von KI Einfluss nehmen und kriege eben die Informationen, so wie ich sie steuern möchte und wie ich sie auch nutzen möchte im Unternehmen, vorbereitet. Und letztendlich sieht man hier gab es natürlich zu der Wahrheit, was dazugehört, hier gab es natürlich auch noch ein paar andere Technologien, die so ein bisschen die Compliance- und Governance-Schicht in dem Falle bei Klarna erbringen. Nichtsdestotrotz finde ich das eigentlich ein sehr schönes Beispiel, was Klarna da gemacht hat, weil sie natürlich in diesen Weg einschreiten, zu sagen, wir wollen da, wo wir entscheidende Unterschiede machen wollen, jetzt im Vertrieb beispielsweise oder in dem Zugang zu unseren Kunden, wollen wir die Logik selbst in der Hand halten. Für die jetzt ein bisschen technischer sind hier in der Runde, auch mal gern ein kleiner Blick auf die Zahlen, die ich hier mitgebracht habe. Gemma 4 ist eben ein Open-Source-Modell. Man kennt die Trainingsgewichte. Das ist das 12 Millionen Parameter-Modell gewesen. Gemini 2.5 Pro, üblicherweise per API genutzt, ist natürlich ein deutlich größeres Modell, ist aber proprietär von Google. Auch wenn Gemma 4 auch von Google natürlich veröffentlicht ist, aber eben ein Open-Source-Modell, was man souverän betreiben kann. Das zeigt hier auch die nächste Zeile. Ich hatte hier in dem Beispiel ein Rechenzentrum in der EU. Die Daten werden nur auf diesem Server, man sieht es darunter, einer RTX Pro 6000 verarbeitet. Die läuft rund um die Uhr. Wenn man das mal so hier als Listenpreis sich von Providern raussucht, wie teuer so ein Sprachmodell im Betrieb aussieht, dann sind es hier mal in der Kalkulation 5,4 Dollar die Stunde. Das ist, finde ich, echt vertretbar. Man sieht aber, dass man natürlich auch noch andere Preise erzielen kann, je nach Spot-Pricing oder wo auch Infrastrukturen wie verfügbar sind. Es dient hier einfach mal als ein Kalkulationsbeispiel. Auf der rechten Seite sieht man so das übliche Token-Pricing, was man kennt, was sich allerdings auch ändert, wenn Inputs eine bestimmte Grenze überschreiten. Also dann irgendwie zum Beispiel hier bei Gemini ist das, glaube ich, so bei 200.000 Kontextfenstern. Gut, man hat natürlich je nach Infrastruktur auch unterschiedliche Größen an Eingaben, die man da verarbeiten kann. Da wird natürlich auch technologisch viel getan. Und weiter unten habe ich mir mal jetzt aus der Praxissicht die Aufgabe gemacht, zu überlegen, wie würde denn dieses Beispiel, wie wir es gesehen haben, auch funktionieren für ein Unternehmen. Und was man hier sehen kann, in meiner Kalkulation würde ich davon ausgehen, das würde reichen für so ein Unternehmen 100 bis 300 Mitarbeiter. Das ist sogar eher konservativ gerechnet, habe ich mir nochmal Feedback geben lassen. Aber ich finde, das ist schon extrem spannend, das zu sehen, und es skaliert eben auch sehr gut, weil ich da natürlich über Replicas einfach dieses Modell noch weiter bereitstellen kann und vergrößern kann. Gut, man kommt natürlich jetzt in dem Falle nicht gegen das elastische Provider-Served-Model an. Aber darum geht's, glaube ich, gar nicht an der Stelle. Man vergleicht hier natürlich was anderes. Wenn man möchte, kann man sich aber trotzdem so einen typischen Break-Even auch mal ausrechnen und sich überlegen, okay, wo wäre denn, ab wann kippt dieses Modell, sich über API ein Modell am Markt zu beziehen. Wie gesagt, hier sehr konservativ berechnet, könnte das so irgendwo bei 100.000 bis 200.000 Anfragen liegen. Aber das kann auch schnell deutlich drunter liegen, gerade wenn ich jetzt solche Tools und Workflows sehe, wie sie heute in einen Cloud Code und Cloud Cowork ablaufen. Da sind viel mehr Tool Calls involviert, und da entstehen natürlich viel mehr Tokens auch für einzelne Abfragen, und man müsste das wahrscheinlich deutlich runter korrigieren in dem Falle. Und dann rechnet sich sowas wieder deutlich früher. Wie sieht unsere Architektur aus? Auch das hatte ich versprochen, mal mitzubringen. Im Groben, wie unser Produkt ist so aufgebaut, dass alles hier in der Mitte bei unseren Kunden läuft oder eben in der Horizon betrieben werden kann. Das ist dann eben auf einem Kubernetes-Cluster betrieben, letztendlich als die Applikationslogik. Davor oder darüber und darunter hat man so die üblichen Dienste, die man natürlich kennt.
kann dann eben am Ende auch entscheiden, möchte ich solche Modelle irgendwie auf dem Cluster betreiben, auf der Infrastruktur. Aber man ist da natürlich nie eingeschränkt, was ich denke, eigentlich eine wunderbare Eigenschaft an den ganzen Sprachmodellen ist, dass man diese wirklich auf dem Level, wie sie heute betrieben werden können und auch verfügbar sind im Markt, sehr leicht tauschen kann. Genau. So, und jetzt kommen wir zu meiner letzten Folie für die Vorstellung hier. Was ist also das, was wir uns in unserer Arbeit von einem Infrastrukturprovider, aber auch von einem Stack wünschen, um souverän laufen zu können? Und jetzt merkt man, das sind natürlich die Teile, wenn man diese und auch andere, nicht nur wir, wenn wir die auf einer Plattform haben, dann hat man wirklich einen riesen Vorteil geschaffen für die Entwicklung von Agenten und diese auch souverän betreiben zu können. Und das ist ganz links natürlich das Sprachmodell, so das Herzstück von so einer Architektur, wie wir sie gerade gesehen haben. Da kann die Applikation drumherum noch so gut sein, wenn das Sprachmodell nicht stabil betrieben werden kann, dann werden die Antworten entweder nicht kommen oder nur sehr langsam und die Nutzer definitiv unzufrieden sein. Das ist etwas, was definitiv auch nicht in der Exzellenz oder in der Hauptverantwortung sein muss von der Software, sondern was man sich einfach wünscht als ein Service von der Infrastruktur, vom Stack. Das Gleiche, es dient auch ein bisschen oder geht in die Richtung der Daten. Der Datenlayer ist natürlich ganz entscheidend, Datendienste, die einem helfen, solche Sprachmodellapplikationen auch zu unterstützen. Ein drittes großes Thema ist das ganze Identity Management. Ich glaube, da gibt es schon viele gute Lösungen, auch aus dem Open-Source-Bereich. Das habe ich hier mal aufgeführt, weil es so entscheidend ist natürlich für die Nutzung. Aber ich würde sagen, da gibt es auch genauso wie bei Vector und Hybrid Search schon erstklassige Open-Source-Lösungen, die wir auch sehr, sehr gut kennen. Und hier in der unteren Zeile haben wir nochmal 3 Komponenten. Das eine sind natürlich die offenen Standards und die Konnektoren. Auch da wurde schon viel gemacht. Ich habe es hier mal aufgeführt, einfach weil wir das auch als einen wichtigen Baustein sehen. Genauso wie die Observability hatten wir auch schon ein Beispiel gesehen jetzt von Horizon, dass sowas eben entscheidender Baustein ist in der Plattformarchitektur. Und ganz rechts natürlich noch den Bereich Edge und Green IT. Das ist ein Thema, was wir sehr viel von unseren Kunden auch hören, dass man nicht das Thema KI so anfangen möchte, dass man erstmal riesen Datenmigrationen macht und riesen Network-Traffic erzeugt, sondern dass man da die Daten und die KI betreiben möchte, wo sie nah beieinander sind. Und ich denke, das sind natürlich wirklich auch vor dem Hintergrund die entscheidenden und die wichtigen Bausteine, die wir hier auch nochmal vielleicht zusammengefasst sehen. Ich freue mich auch gern über weiteren Austausch zu dem Thema und Kontakte und und auch gerne noch eine kurze Diskussion.